Wissen Sie, was eine der am häufigsten gestellten Fragen ist, die an mich gerichtet werden? Was machst du mit deiner ganzen Ernte? Wie lagerst du die? Wie verarbeitest du die? Was kochst du da draus? Wissen Sie, was wir heute machen? Ich nehme Sie mal mit. Ich zeige Ihnen mal, wie man aus eigenen Produkten ein komplettes Menü zurechtbasteln kann. Ich bin zwar keine große Leuchte in dieser Hinsicht, aber lassen Sie sich überraschen. Ich bin sicher, am Ende werden Sie sagen, ey, das hat der Kerl gut hingekriegt. Hallo und herzlich willkommen im Selbstversorger Kochstudio. Das ist ein dummer Vergleich, ich weiß. Kurz erklärt, was ich heute kochen möchte. Entengeschnetzeltes mit Zwiebeln. Dazu gibt es Maispfannkuchen oder Maisreibekuchen, wie man auch immer nennen will. Dann habe ich Bohnen, Trockenbohnen mit Tomatensauce. Und am Ende als Nachtisch gibt es eine Quarkspeise mit Pfirsichen. Lassen Sie sich überraschen. Ich lege jetzt los. Als erstes brauchen wir die Entenbrust, die muss eine Zeit lang auftauen. Ein Teil meiner Maisernte, nur der rote Anteil, 2 Eimer habe ich voll gekriegt. Davon brauchen wir 500 Gramm. Und aus denen puste ich erstmal die ganzen losen Bestandteile raus. Und die muss man erstmal klein kriegen, das ist gar nicht so einfach. Weil so eine Getreidemühle, die ist eigentlich für Maiskörner eher weniger geeignet. Ich habe das hier jetzt schon ein paar Mal gemacht und ich habe festgestellt, bei diesen Maiskörnern erst einmal grob mahlen und dann nachher nochmal fein. Ist die bessere Variante, sonst kommt die Maschine nicht mit. Das ist jetzt weit davon entfernt, so fein vermahlen zu sein, wie das aus der Mühle kommt, aber für meine Verhältnisse soll das ausreichen. Das war der längste und arbeitsreichste Schritt an der ganzen Kochgeschichte heute. Suchen wir uns die nächsten Zutaten zusammen. Das sind die kleinen schwarzen Trockenbohnen, wo ich mal von berichtet habe, wo keine, wie heißen sie, Bohnenkäfer drankommen. Da ist keiner drin. Die habe ich gestern Abend schon mal eingeweicht, weil die brauchen sonst enorm lange zum Kochen. Ich schütte das Wasser nochmal ab. Und spüle die dunkle Farbe nochmal raus. Die quellen also gut um das Dreifache auf. Eine Handvoll reicht eigentlich völlig aus. So, und jetzt gehen wir in den Lagerraum und holen die restlichen Zutaten, die wir so brauchen. So, was hatte ich gesagt? Selbst eingelegte Pfirsiche. Was brauchen wir noch? Eine Zwiebel. Oh, die Gemüsezwiebel hat schon etwas. Ja, die ist nicht mehr gut. Aber da haben wir noch eine andere. Die ist noch in Ordnung. Eine Knoblauchzehe. Ich hätte die Dinger besser beschriften sollen. Johannisbeergelee ist von Tomatensauce kaum zu unterscheiden. Ja, das wird wohl eine sein. Um diese Entenbrust jetzt hier zu braten, wir sind ja Selbstversorger, Gänseschmalz selbst erzeugt.
Gut, während diese Entenbrust jetzt anbrät, gucken wir mal, was sich von diesen Zwiebeln noch verwenden lässt. Ja, ist doch schon ein bisschen zu alt. Ihr seht. Ja, aber man kann auch Teile davon benutzen. Und schauen wir uns die nochmal an. Ne, die ist nichts mehr. Ne, auch nicht. Aber ist ja nichts verloren. Wird alles dem Kreislauf wieder zugeführt. Dann nehmen wir das, was wir haben, schneiden uns das klein, werfen zwischenzeitlich mal einen Blick auf die Entenbrust, ja, und holen die schon mal angebraten aus der Pfanne. Und während die Entenbrust abkühlt, kümmern wir uns mal um den Mais. Salz, Wasser, und jetzt versuchen wir das möglichst ohne zu klumpen da reinzukriegen. Das ist übrigens der besagte Maisbrei, den ich in Nepal immer bekommen habe. So, die Entenbrust, die halb gar ist, schneiden wir klein. In schöne Streifen. Die Bohnen, Salz, Wasser, und die schönen schwarzen Bohnen. Obwohl wir ja nur Ende Januar haben, ganz ohne frische Sachen will ich nicht auskommen. Ich gehe noch ein bisschen Rosmarin holen. Und kümmern uns um das Knoblauchzehchen hier. Das sollte reichen. So, das kocht alles noch. Kümmern wir uns um die Nachspeise. Jetzt könnte man natürlich sagen, Quark ist ja nicht selbst erzeugt. Richtig. Aber wer meine Filme und meinen Blog aufmerksam liest, der wird feststellen, dass ich diese von mir nicht herstellbaren, aufgrund von Platzmangel, nicht erzeugbaren Lebensmittel dadurch kompensiere oder versuche zu kompensieren, dass ich an anderer Stelle mehr produziere, wie Eier oder Honig, um letztendlich in der Kalorienbilanz auf Null zu kommen. Die eingelegten Pfirsiche. So. Die werden alle enorm weich, wenn man die selbst einlegt. Ich weiß nicht warum, aber das mag an der Sorte liegen. Ich denke mal, mit so einem Pürierstab geht das alles etwas einfacher. Und vielleicht noch einen Schuss Sahne rein. Ich sage Ihnen, da lecken Sie sich die Finger nach. Das Ganze kommt jetzt noch in die Tiefkühltruhe, dass da ein bisschen Eis am Rand entsteht. Die Kinder werden mir das aus der Hand reißen.
Ja, wir können noch viel essen. Ich sehe schon. Aber das Jahr ist ja auch noch lang, bis da die ersten Ernten wieder reinkommen. So, die Bohnen dürften jetzt lang genug gekocht haben. Die gießen wir jetzt ab. Das Wasser. Ziemlich schwarze Brühe, was? Und füllen das Ganze jetzt mit der selbst erstellten Tomatensauce auf. Bisschen Salz. Bisschen Basilikum. Ja, ich weiß, ist nicht mein eigenes. Werde ich mich irgendwann noch mal mit befassen, mit dem Anbau von Kräutern. Weiter geht's mit den Entenbrüstchen. Die braten wir jetzt ganz durch. Und läuft Ihnen schon das Wasser im Mund zusammen? Bisschen Knoblauch mit dabei. Bisschen Rosmarin. Und schön knusprig braten. Die Zwiebeln dazu. So. Bisschen was von dem Schmalz brauchen wir für die Pfannkuchen. Weil das brauchen wir, um aus diesem Maisbrei, der jetzt langsam abgekühlt ist, schöne kleine Fladen zu machen. War noch nicht ganz heiß. Dazu noch ein bisschen Knoblauch und ein bisschen Rosmarin. Wenden. Und fertig. Maispfannkuchen, Entengeschnetzeltes mit Gemüsezwiebeln, dazu Bohnen in Tomatensauce, ein Glas Pfirsichschorle, und ein Dessert. Selbstversorger kochen. So läuft das hier ab. Jetzt probieren wir das ganze Spiel nochmal. Oh, ist ein bisschen heiß. Fangen wir mit Fleisch an. Prima. Bohnen. Auch gut. Und der Maisfladen. Hätte ein bisschen krosser sein können. Ein bisschen zu dick. Schluck trinken. Und dann probieren wir das Dessert nochmal. Ich sage Ihnen, es gibt Leute, die können besser kochen als ich. Gar keine Frage. Aber wenn Sie diese ganzen Sachen hier, ist ja bis auf die Milchprodukte und das Salz, ist ja alles selbst hergestellt gewesen. Wenn Sie diesen ganzen Prozess miterlebt haben, ja, wenn Sie gesehen haben, wie die Enten gewachsen sind, wie der Mais gewachsen ist, die ganze Arbeit. Am Ende habe ich noch Filme in den Links eingefügt, da können Sie sich nochmal ansehen, wie die ganze Sache entstanden ist. Wenn Sie das alles miterlebt haben. Es gibt kein besseres Essen als das. Komplett selbst erzeugt.
Selbstversorger, Kochstudio. Hier, kommen Sie nicht ran. Probieren Sie es aus. Ich sage Ihnen, es gibt nichts Besseres, als Sachen selbst anzubauen und die dann selbst zu verzehren. Ich weiß, was hier drin ist. Es läuft nicht immer so ab. Ja, also auch wir essen mal andere Sachen und das nicht zu knapp, der Kinder wegen. Aber wenn es nach mir ginge, können Sie mir glauben, das wäre hier Standard. In diesem Sinne, ich hoffe, Ihnen hat das ein bisschen gefallen. Mal sehen, wenn die Reaktionen positiv sind, dann muss ich das mal gelegentlich mal des Öfteren machen. Da noch ein paar Links von mir. Abonnieren nicht vergessen, weiterempfehlen, auf Facebook teilen oder Twitter oder wie das alles heißt. Tun Sie mir den Gefallen. Ich wünsche Ihnen was. Ich esse mir das jetzt. Ich teste das jetzt an den Kindern, ob die das mögen. Und wir sehen uns demnächst wieder. So, bis dann. Tschüss. Du hast deine Tiere nicht lieb. Nee, sagt keiner, ich habe meine Tiere nicht lieb. Aber sie sollen doch nicht für den Nachbarn den Kaffee kacken, ey. So, bist du bereit? So, nach einer halben Stunde Treiberei haben wir den jetzt auch gefangen. Aber das ist ein anderes Kaliber hier.